Ich mache keine Werbung für meine Produkte und Dienstleistungen. Wenn du das nicht machst, dann verinnerliche folgenden Spruch. Wenn du dich nicht promotest, promotet dich niemand. Du musst dich und deine Leistung verkaufen, bewerben, promoten. Du bist ein Mann und suchst eine Partnerin. Du, warten und Tee trinken ist, glaube ich, nicht die beste Lösung, oder? Du musst schon selber aktiv werden und du musst dich im besten Licht darstellen. Sonst wird die Dame kein Interesse haben. Aber du musst dich promoten. Sonst passiert nichts. Ruf an. Bei denen, wo du gerne arbeiten möchtest, verkauf dich am Telefonbuch. Promote dich. Schick eine Bewerbung. Richtig gut. Promote dich. Sei im Vorstellungsgespräch richtig gut. Promote dich. Und du wirst den Job kriegen. Du möchtest gern mehr Geld haben? Nicht der, der besser qualifiziert ist, nicht der, der mehr Erfahrung hat, bekommt den Job, sondern der sich besser verkauft. Du musst dich promoten. Wenn du dich nicht verkaufst, verkauft dich keiner. Nutze jede Gelegenheit, immer wieder zu pitchen, immer wieder deine Leistung zu kommunizieren, immer wieder potenziellen Kunden die Gelegenheit zu geben, eine Kaufentscheidung zu deinen Gunsten zu treffen. Wenn du dich nicht promotest, promotet dich keiner. Wenn du irgendwie 30.000 Euro hast, 50, 80, 100.000 Euro hast, worein investierst du als erstes? Als erstes investierst du in dich. Nochmal, bei 30.000 Euro, ja Dirk, welche Aktien soll ich kaufen? Du kaufst gar keine Aktien. Du investierst in die wichtigste Aktie, nämlich in dich. Lies die richtigen Bücher, besuch die richtigen Seminare und Konferenzen. Hol dir einen Coach, hol dir einen Mentor. Investiere in dich. Das wird sich später unglaublich auszahlen. Deine Gewohnheiten sorgen dafür, dass du das Leben hast, was du gerade hast. Wenn du die Gewohnheit hast, dass du zum Beispiel morgens nicht frühstückst, dass du dir lieber eine kalte Cola um 8 Uhr aus dem Kühlschrank holst, und die dann trinkst auf dem Weg zu deinem Auto oder zur Arbeit und du vielleicht den ganzen Tag so verbringst, indem du eben Dinge, die lecker sind, aber nicht gesund sind, Dinge, die schnell gehen, aber die nicht gesund sind, in deinen Körper hineinschüttest, dann hast du nachher die Ergebnisse. Es ist nur eine Kleinigkeit, es ist diese Momentaufnahme, diese eine Sekunde. Sein, tun, haben. Die Erfolgsformel schlechthin. Sein bedeutet das, was du denkst. Tun, deine Gewohnheiten. Haben, die Ergebnisse. Du gibst mehr Geld aus, als du verdienst und wunderst dich, dass du immer finanzielle Probleme hast. Du bist faul und akquirierst keine Kunden und wunderst dich, warum du so wenig Geld auf dem Konto hast. Deine Gewohnheit, also dein Denken, formt deine Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten sorgen dafür, dass du das Ergebnis hast, was du jetzt gerade hast. Reflektier doch mal jetzt, Jahreswechsel, da schauen wir gerne zurück, wir schauen gerne in die Zukunft. Reflektier doch mal, welche Gewohnheiten hast du, die förderlich sind, um deine Ziele zu erreichen. Ich hoffe, du hast Ziele. Und frag dich, welche Gewohnheiten hast du, die dafür sorgen, dass du deine Ziele nicht erreichst. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Die Worte werden zu Handlungen. Die Handlungen werden zu Gewohnheiten. Die Gewohnheiten definieren deinen Charakter. Und dein Charakter bestimmt dein Schicksal. Das ist eine andere Formulierung für sein, tun, haben. Also das ist auch ein anderes Mindset. Ne? Mein Mindset ist nicht, was kostet das, sondern was bringt mir das. Und hier sind Ideen bei gewesen, die mir viel bringen werden. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Die Grenzen des Trainers, also die limitierenden Glaubenssätze, die der Trainer hat, spiegeln sich in den Ergebnissen des Sportlers. Die Grenzen des Trainers
sind die Grenzen im Kopf seines Sportlers. Wenn der Trainer zu dem Sportler sagt, eine Medaille ist heute nicht möglich, dafür ist das Feld zu stark. Aber wenn du unter die ersten 10 kommst, das wäre grandios. Was wird dieser Sportler machen? Er wird nicht auf Sieg gehen. Er wird nicht auf Sieg gehen, weil er den Glaubenssatz hat, der Trainer hat ja gesagt, für die ersten 3 wird es nicht reichen. Ich kann froh sein, wenn ich unter die ersten 10 komme. Die Limits, die du im Kopf hast, gibst du mit so einer Aussage weiter an den Sportler. Das sehen wir ja unheimlich oft, zum Beispiel auch in der Kindererziehung. Dass Kinder sich etwas nicht zutrauen, weil die Eltern es ihren Kindern nicht zutrauen. Kennst du hier das Streben nach Glück? Das ist eine legendäre Szene, wo der Junge Basketball spielt, oben auf diesem Hochhausdach. Und der Vater geht dann irgendwann hin und sagt, also ich will nicht, dass du die ganze Zeit Basketball spielst. Ich will nicht, dass du die ganze Zeit die Zeit verschwendest, weil du hier mit dem Ball rummachst. Du wirst sowieso nie ein guter Basketballspieler. Du wirst maximal Durchschnitt, so wie ich es war. Und ich will nicht, dass du das machst. Der Trainer transportiert seine limitierenden Glaubenssätze auf den Sportler. Der Vater transportiert die limitierenden Glaubenssätze auf den Sohn. Und der Sohn hat dann keine Lust mehr, mit dem Ball zu spielen, ist dann auch traurig. Und dann geht der Vater hin, weil er gemerkt hat, was er gerade gemacht hat, dass er sagt, hey, sorry, lass dir von niemandem deine Träume ausreden. Lass dir von niemandem sagen, was du kannst und was du nicht kannst, auch nicht von mir als deinem Vater. Du bist nur umgeben von Leuten, die Party, Alkohol, vielleicht Drogen, auf Pump leben, die faul sind, die keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen und du bist in diesem Kreis drin. Vergiss es. Du passt dich bewusst oder unbewusst diesem Kreis an. Und damit verspielst du deine Zukunft definitiv. Was für ein Umfeld hast du? Was sind das für Menschen um dich herum? Wie soll dein Leben ausgesehen haben, wenn du später zurückblickst? Habe Ziele. Ein ganz großer Fehler ist, in den Tag hineinzuleben oder zu sagen, mein Leben ist fremdbestimmt, da helfen mir Ziele auch nicht weiter. Am Anfang wirst du immer gefragt, warum du das machst. Dann setzt du es um, dann hast du Erfolge und dann kommen genau die gleichen Menschen von damals und sagen, sag mal, wie hast du das gemacht? Also, konzentriere dich mehr auf deine Sachen. Sei so beschäftigt, sei so begeistert, brenne so sehr für dein Ding, dass du nicht rechts und links groß guckst. Dass du dich wirklich auf deine Sachen fokussierst. Hör auf, irgendwelche negativen Bewertungen zu schreiben im Internet. Wenn du was Positives abgeben willst, ja, mach das, aber hör auf, dieses, egal wo, bei Facebook oder bei Kununu oder bei Google oder was auch immer, diese schlechten Bewertungen abzugeben. Sprich den Anbieter doch direkt an. Gib ihm ein direktes Feedback. Wenn er sich dann nicht vernünftig verhält, alles klar. Aber bitte verstehe, du durchlebst diese negative Energie die ganze Zeit. Und ich frage mich dann, guck mal, in der Zeit, wo du diese negative Bewertung schreibst, hättest du auch was Produktives machen können. Du hättest was tun können, was auf deine Ziele einzahlt. Also, hör auf, über negative Dinge zu reden. B+. B+ steht im Englischen für Be Positive. Sei ein positiver Mensch. Positive Menschen ziehen andere positive Menschen an. Wenn du immer nur Kritik hast, wenn du immer nur im Bewertermodus bist, du wirst die gleichen Menschen anziehen, die genauso unterwegs sind. Und das wird dich nicht glücklicher machen und die anderen Menschen auch nicht. Bring mehr Glück in die Welt. Und es gibt einen alten Spruch von einer Oma, die gesagt hat, entweder du sagst was Positives oder du sagst gar nichts. Denk mal darüber nach.